Wir haben endlich den Renault 5 hier bei uns vor Ort und da konnten wir uns natürlich nicht lumpen lassen und haben ihn uns direkt geschnappt, deswegen hier auch noch mit roten Kennzeichen. Wir konnten einfach nicht warten, bis wir ihn angemeldet haben und wollten sofort euch ihn vorstellen. Wir fangen auch direkt mit dem Design an, denn das ist das, was den R5 ausmacht, meiner Meinung nach. Natürlich aus der Vergangenheit inspiriert, der R5 in den 70ern 9 Millionen Mal verkauft, ein richtiger Kassenschlager von Renault und auch einfach eine Ikone. Und da freut es mich umso mehr, dass Renault sich hier an der Historie bedient hat und einfach viele Designelemente übernommen hat. Angefangen mit diesen viereckigen Tagfahrlichtern hier, die natürlich fast genauso beim Vorgänger vorhanden waren und hier modernisiert in so Segmenten unterteilt wiederverwendet wurden. Das Ganze auch hier in den normalen Scheinwerfern vorne so eine Art Hologramm, die auch nochmal diese viereckigen Tagfahrlichter widerspiegeln. Auf jeden Fall ein sehr cooles Design. Dann hier natürlich das Renault-Logo, schön in der Front verbaut und auch hier mit einem Linienmuster zieht sich das Ganze durch. Hier unten dann am Stoßfänger auch nochmal schwarze Elemente. Wir haben hier die Farbe Nachtblau mit goldenen Zierleisten und einem schwarzen Dach. Es gibt ordentlich viele Anpassungsmöglichkeiten beim R5, was ziemlich cool ist. Standardmäßig kommt er in einem Grün, so ungefähr wie mein T-Shirt hier. Und meine Favoritenfarbe wäre das Pop Yellow. Den bekommen wir auch nochmal zu uns vor Ort. Den freue ich mich auch noch, den mal in echt zu sehen. Und was alle R5 gemeinsam haben und auch ein extrem cooles Element ist die Batterieanzeige hier. Einmal natürlich die 5 für den R5, aber zeigt auch, wie schon gesagt, die Batterieleistung an, beziehungsweise die Batterieladung. Wenn man ihn hier entsperrt, zum einen tut es einen schön begrüßen. Muss ich einmal kurz sperren. So. Erstmal blinkt es und begrüßt einen und dann nach einer kurzen Zeit zeigt es uns ungefähr den Ladestand in 5 Segmenten an. So, jetzt mehr als die Hälfte haben wir zum Beispiel vollgeladen. Auch wirklich ein sehr cooles Feature und sieht man auch, ich würde sagen, nie in die Richtung. Dann begeben wir uns direkt an die Seite. Es gibt aktuell 2 verschiedene Felgen, die ihr euch auswählen könnt, beziehungsweise die abhängig sind von der Version, die ihr habt. Jetzt in dem Fall haben wir die Techno-Version. Damit kommen eben auch die Techno-Felgen. Hier auch nochmal die 5 in Rot in einem schönen Designelement. Und auch hier an der Seite ein weiteres Element, was ihr frei wählen könnt. Hier jetzt serienmäßig in Weiß nochmal die 5 als Aufkleber. Genauso wie oben auf dem Dach. Wir haben jetzt hier leider nichts, aber es gibt auch noch ordentlich viele Auswahlmöglichkeiten, wie ihr euren R5 designen könnt. Das ist auf jeden Fall ziemlich cool, dass es ganz viele Optionen gibt und nicht jeder R5 da genau gleich aussieht auf der Straße. Generell traut sich hier Renault was mit dem Design. Das finde ich einfach nur bemerkenswert. Im aktuell recht homogenen Automarkt ist es schön, dass ein Hersteller mal so ein bisschen mehr Mut zeigt. Und es geht auch direkt weiter mit den Rückleuchten, die auch vom Vorgänger inspiriert sind und natürlich auch wieder modernisiert. Hier in diesem vertikalen Design mit diesen schwarzen Zacken, die hier in die Rückleuchten übergehen. Die Blinker sind recht schlicht gehalten, aber erfüllen auch ihren Zweck. Dann auch hier die Zierleiste, in unserem Fall Gold, die sich hier durchs ganze Heck zieht. Der Renault-Schriftzug einmal, also kein Logo, sondern der Schriftzug und die 5 hier auch sehr schön eingebaut. Und dann können wir uns auch mal kurz den Kofferraum anschauen. Da fällt uns auch direkt gleich zweimal der gallische Hahn auf, den Renault ja gerne verbaut, so als Hommage, dass die Produktion vom Renault 5 komplett in Frankreich stattfindet. Auch in der Windschutzscheibe ist diese einmal zu finden. Zum Kofferraum, wir haben ein Volumen von 326 Litern. Und wenn wir diesen einmal umklappen, dafür mache ich kurz die Hutablage hier weg, haben wir ein Kofferraumvolumen von 1106. Das lässt sich zum Glück hier ganz einfach von hinten betätigen. Finde ich auch immer sehr praktisch, wenn man nicht extra nochmal nach vorne laufen muss. Leider haben wir dann hier von den Sitzen noch eben diese Kante und auch, finde ich, eine recht hohe Ladekante für den Kofferraum. Aber dennoch eine ordentliche Größe, also für so ein kleines Auto kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Und einen doppelten Boden haben wir ja auch noch, wo man zum Beispiel auch das Ladekabel reinmachen kann. Das passt da ziemlich gut rein, dass es halt hier nicht einfach im Kofferraum rumliegt. Und damit haben wir eigentlich schon alles zum Design gesagt.
und wir können uns einmal den technischen Daten widmen. Wir haben ein Leergewicht von 1524, was auch dafür sorgt, dass der R5 ziemlich gut vom Fleck kommt und nochmal eine Anhängelast von 500 Kilo. Und zu den Maßen, damit ihr euch ein Bild machen könnt, er reiht sich zwischen dem Twingo und dem Clio ein. Mit 3,92 Meter ist er 30 cm länger als der Twingo und 13 cm kürzer als der Clio. Von der Höhe her haben wir ungefähr 1,50 Meter und von der Breite 1,74 Meter und wir haben einen Radstand von 2,54 Meter. Die Batterie, in dem Fall 52 Kilowatt, ist im Unterboden verbaut, womit wir auch eine Bodenfreiheit von 14,5 Zentimetern haben. Das ist jetzt sozusagen die Top-Batterie. Es folgt noch eine Basisbatterie mit, ich glaube, 40 Kilowattstunden. Genauso wie beim Motor, da gibt es jetzt aktuell nur die Top-Motorisierung und zum späteren Zeitpunkt lässt sich noch die Basismotorisierung bestellen. Laden tut man hier vorne. Dafür muss ich das Auto kurz entsperren und dann zeige ich euch noch die Ladegeschwindigkeiten. Von 15 auf 80% könnt ihr an der Haushaltssteckdose in 17 Stunden laden, also es dauert schon ordentlich. Dann habt ihr in der AC Standardladung 11 Kilowattstunden, mit der ihr von 15 auf 80% in 3 Stunden kommt ungefähr. Und hier noch mit dem CCS-Anschluss, also an der Schnellladung mit bis zu 100 Kilowattstunden, kriegt ihr den von 15 auf 80% in 30 Minuten voll. Und nach WLTP-Zyklus kommt ihr mit dem R5 mit der 52 Kilowattstunden Batterie ungefähr 400 Kilometer weit. Dann werfen wir direkt noch einen Blick auf den Motor. Dafür mache ich einmal die Motorhaube auf. Übrigens haben wir vorne sowie hinten auch noch Scheibenbremsen, so als Fakt nebenan. Und dann schauen wir uns einmal hier den Motor an. Wir haben jetzt hier bei dem Tecno den 150 PS Motor mit einem Drehmoment von 245 Newtonmetern. In den späteren Ausstattungslinien, und zwar der 5, was so die Basisausstattung sein wird, und die Evolution, kommen auch noch 2 weitere Motorisierungen dazu, die 120 PS und eine 95 PS Basisversion, die dann auch mit der kleineren Batterie, mit der 40 Kilowattstunden Batterie kombinierbar sind. Aber wie gesagt, aktuell gibt es nur diesen Motor, den man bestellen kann. Das Ganze natürlich immer als Frontantrieb. Eine Wärmepumpe haben wir auch noch, was die Reichweite ein bisschen erhöht. Und ich glaube, jetzt ist es Zeit, sich mal den Innenraum anzuschauen. Dafür begeben wir uns hier mal nach hinten. Die hinteren Seitentüren, wie wir es von Renault schon kennen, wie auch beim Clio zum Beispiel, hier in der Fensterverkleidung der Türöffner. Und dann schauen wir mal, wie das Platzangebot hier hinten so ist. Natürlich ist es ein Kleinwagen. Der sitzt jetzt aktuell auf mich eingestellt und ehrlich gesagt überraschenderweise habe ich hier noch ein bisschen Beinfreiheit. Also jetzt für mich, 1,81 bin ich groß, würde ich sagen, keine Platzprobleme hinten. Dann haben wir hier an der Seite noch automatische Fensterheber. Die Türgriffe übrigens finde ich auch recht schick in so einem Klavierlack gehalten. Und auch hier nochmal Lautsprecher. Aber, so wie ich hier sehe, keine Ablagen in den Seitentüren für die Passagiere. Und dafür aber hier vorne noch zumindest eine kleine Tasche. USB-C-Anschlüsse oder so haben wir hinten nicht. Eigentlich kennt man das ja auch von Renault. Die Sitze dafür aber in einem sehr schönen Stoff gehalten. Jetzt hier im Tecno haben wir so eine Art Jeansstoff in den ganzen Sitzen verteilt und auch vorne im Armaturenbrett, den ich auch auf jeden Fall vor allem bei uns jetzt in dem Blau ziemlich passend finde. In der Iconic 5, den es ja aktuell auch noch gibt, die Top-Ausstattung, ist dann hier alles in so einem schönen Gelb mit Recycling-Elementen, nenne ich es jetzt mal, gehalten. Aber ich finde fast schon den Jeansstoff hier bei uns ein bisschen schöner. Isofix haben wir natürlich auch hier zweimal hinten. Und ja, die Kopfstützen lassen sich auch nach oben und unten verstellen. Aber ansonsten gibt es hier nicht so viel zu sagen. Vor allem Kopffreiheit kann ich jetzt auch nicht meckern hier. Und außerdem das Dach finde ich recht schön gemacht mit so einem Würfelmuster. Und was ich auch noch gerade entdeckt habe in diesen Taschen, ist hier so ein kleines Band, wo man die verschiedenen R5-Versionen sieht. Hier 1992 quasi der erste R5 und dann hier 2024 jetzt der neue R5 E-Tech. Auf jeden Fall wirklich ein richtig cooles Element und ein nettes Easter Egg. Aber ansonsten gibt es hier nicht so viel zu sagen und wir können uns direkt mal nach vorn begeben. So, und für das Cockpit begebe ich mich einmal hier in die First Person, denn natürlich begrüßt uns der R5 beim Einsteigen. Das will ich euch nicht vorenthalten.
Das seht ihr dann jedes Mal, wenn ihr in den R5 einsteigt. Hier seht ihr nochmal die Sitze im Ganzen. Wir haben Teilleder und der Jeansstoff hier und auch nochmal hier ein bisschen gelbe Elemente in den Vordersitzen. Und bei uns im Winterkomfortpaket haben wir hier noch eine Lendenstütze elektrisch, wodurch hier der Sitz nochmal ein bisschen rausfährt. Ja, und während sich von außen sehr viel am ersten R5 inspiriert wurde, kann man sagen, von innen ist der R5 komplett neu. Wir haben hier ein topmodernes 10,1 Zoll OpenR-Link Infotainment System auf Google-Basis, was ich einfach nur Hammer finde, muss ich sagen. Von den Infotainment-Systemen da draußen auf jeden Fall eines der besten. Und hier vorne auch ein komplett digitales 10 Zoll Tacho-Display mit ordentlich vielen Anpassungsmöglichkeiten. Ich kann hier mal durchswitchen. Wir haben hier einmal, beziehungsweise wenn ich das Auto einmal starte, sehen wir das auch besser. Wir haben einmal natürlich hier die ganz normale Tacho-Anzeige. Dann haben wir hier eine Anzeige, mit der wir sehen, ob gerade Ladung verbraucht wird oder ob er sich selber auflädt wieder. Dann können wir direkt in die nächste gehen. Hier können wir uns einmal Google Maps widerspiegeln und ganz rechts haben wir auch nochmal Felder, wo wir weiter durchswitchen können. Hier gibt es verschiedene Anzeigungsmöglichkeiten. Was ich sehr cool finde, hier auch diese Reichweite, die uns einmal anzeigt, wie weit wir auf der Autobahn kommen und wie weit wir in der Stadt kommen. Und dann, das müsste wahrscheinlich unsere aktuelle Fahrweise sein. Auf jeden Fall auch ein super Feature, was ziemlich praktisch ist, wenn man sich fragt, reicht es denn jetzt wirklich mit diesen 161 Kilometern über die Autobahn auch tatsächlich? Dann sieht man halt hier die tatsächliche Reichweite, die man benötigt für die Autobahn oder eben wie weit man in der Stadt kommt damit. Dann haben wir hier ein auf beiden Seiten abgeflachtes Kunstlederlenkrad, hier auch mit einigen Knöpfen. Hier rechts die zum einen Bildschirmsteuerung vom Tacho und hier links die Assistenzsysteme, vor allem eben der adaptive Tempopilot und natürlich auch der Multisense-Knopf, wie wir ihn von Renault kennen, mit dem ihr die verschiedenen Fahrmodi einstellen könnt. Die werden auch hier angezeigt einmal. Dann können wir durchschalten Komfort, Eco, Sport und persönliche Einstellungen. Dabei ändern sich auch hier diese ganzen Designelemente und auch hier die LED-Leisten im R5. Wenn ich hier nochmal durchswitche, werden diese immer schön angepasst. Und über das ganze Auto, wie auch schon bei den Sitzen, haben wir hier diesen jetzt im Techno Jeans Stoff, der auch hier ein sehr schönes Element ist und auch sich hier in den Türen nochmal widerspiegelt, in den Sitzen natürlich. Und staufachtechnisch haben wir einmal hier Platz für ein Handy mit induktiver Ladestation. Kann ich auch kurz mein Handy mal reinlegen. Passt auf jeden Fall problemlos hin und es blinkt dann auch, wenn es aktiviert ist. Hier oben haben wir dann nochmal ein kleines Extrafach. Könnte man zum Beispiel hier den Schlüssel hinlegen oder auch hier. Mit übrigens hier nochmal der R5-Silhouette, auch ziemlich cool. Dann haben wir hier nochmal einen Becherhalter, den wir auch hier einmal entfernen können, falls wir mehr Platz brauchen. Und hier nochmal ein weiteres Staufach. Und das Handschuhfach natürlich noch. Hier kann ich euch einmal im leeren Zustand zeigen. Ich würde sagen, hat eine normale Größe und da kann man auf jeden Fall ein paar Sachen drin lagern. Die Klimasteuerung ist dabei, wie wir sie von Renault gewohnt sind, mit diesen Schaltern hier, die man nach oben und unten betätigen kann. Und auch teilweise hier über das Display mit Touchsteuerung, wie zum Beispiel die Sitzheizung oder die Lenkradheizung. Und auch die Luftdurchlässe in dem Design von den Tagfahrlichtern sind auf jeden Fall auch nochmal ein schönes Element hier drin. Die elektronische Parkbremse befindet sich dann noch hier unten. Und USB-C-Anschlüsse haben wir auch nochmal neben dem 12-Volt-Stecker. Der Außenspiegel jetzt in unserer Version mit Rahmen. In der Iconic 5 ist dieser rahmenlos. Der sieht auch ziemlich schön aus. Finde ich auf jeden Fall besser als den hier mit Rahmen. Und dann können wir uns einmal noch das Infotainment-System zusammen anschauen. Denn wie schon gesagt, es basiert auf Google und läuft auf jeden Fall extrem flüssig. Also wie ein Handybildschirm eigentlich. Kabellos Android Auto, Apple CarPlay geht auch. Aber jetzt in dem Fall finde ich das nicht unbedingt notwendig, weil wir können hier aus den Apps, haben wir den Play Store und da können wir alle Apps, die wir eben
auch mit unserem Handy alles benutzen würden. Zum Beispiel hier Spotify kann man sich hier runterladen und dann hat man eigentlich alle Funktionen, die man braucht, ohne Android Auto verbinden zu müssen. Was ich auf jeden Fall sehr praktisch finde. Hier die Musiksteuerung, wo wir auch Radio steuern können. Übrigens Renault-typisch hier unten der Multimedia-Schalter, dann der Scheibenwischer und hier der Schalthebel, der übrigens auch nochmal mit verschiedenen Designs kommt, die ihr euch auswählen könnt. Also quasi eine weitere Möglichkeit, euren R5 zu individualisieren. Links haben wir dann natürlich nur die Lichtsteuerung und den Perso-Knopf, also mit dem wir hier die persönlichen Assistenzsysteme einstellen können. Da kann man sich, den muss man halt dann jeweils beim Start vom Fahrzeug aktivieren und dann hat man seine Einstellungen, die man haben will. Zum Beispiel kann man somit recht schnell den EU-Piepser, nenne ich es jetzt mal, deaktivieren. Dann eben hier natürlich die Handyverbindung, die Apps habe ich euch eben schon gezeigt und dann hier noch ein weiteres wichtiges Menü, quasi alle Infos zum Fahrzeug. Zum einen alle Daten zum elektrischen Fahren. Da seht ihr zum Beispiel jetzt gerade wird Ladung aus der Batterie gezogen für die Klimaanlage. Dann, wenn wir fahren, sieht man auch, dass eben der Motor Ladung benötigt oder auch, wenn man rekuperiert, sieht man hier dann eben eine Animation, dass sich eben die Batterie gerade auflädt. Dann haben wir den Hands-Free Parkassistenten, der einem hilft, hier einzuparken. Sobald man ihn startet und eine Parklücke erkannt wird, tut er automatisch für euch lenken. Ihr müsst nur Gas und Bremse geben, auch ein praktisches Feature. Das habe ich ihn, glaube ich, nicht gestartet. Luftqualität kann man einmal eine Luftreinigung durchführen und dann beim My Driving habt ihr gewisse Statistiken. Zum einen den Verbrauch, der jetzt natürlich recht hoch ist, weil es ein recht frisches Auto ist, muss man noch mal ein bisschen einfahren. Einen Safety Score, der euch ein bisschen bewertet, wie ihr fährt und den Eco-Score natürlich. Und dann bei den Fahrassistenzsystemen könnt ihr zwischen zwei Versionen wechseln. Einmal All-On, das heißt alle aktiviert, oder eben eurem persönlichen, wo ihr zum Beispiel hier gewisse Sachen ausschalten könnt. Adaptive Geschwindigkeitserkennung können wir zum Beispiel anmachen, Abstandswarner. Beim Parken die ganzen Piepser könnt ihr eben aktivieren, deaktivieren oder die Signale ändern. Und dann beim Fahrzeug noch die Fahrzeugeinstellungen wie zum Beispiel Reifendruck oder hier diese ganzen Lichter, Display, Helligkeit könnt ihr einstellen und natürlich die ganz normalen Standardeinstellungen für das System. Wie schon gesagt, weil wir hier die ganzen Google Services haben, haben wir auch Google Maps als Standardnavigation, was auch sehr praktisch ist, weil wir dadurch natürlich immer die top aktuellen Daten haben. Zum einen können wir hier bei den Kategorien die ganzen Ladestationen uns anzeigen lassen und hier auch filtern, eben wie schnell wir laden möchten oder wie wir bezahlen möchten. Dabei kann man auch eben nach den bestimmten Anbietern filtern. Wenn man zum Beispiel sagt, man hat jetzt ein Abo bei oder hier den Mobile Charge Pass oder ENBW, kann man eben sich einstellen, dass immer diese Ladestationen angezeigt werden und das Ganze wird auch bei der Routenplanung berücksichtigt, wenn wir jetzt zum Beispiel auch mit dem Voice Assist eine Route starten wollen. Route nach Berlin. Berlin ist bei mäßigem Verkehr 8 Stunden, 31 Minuten mit dem Auto von deinem Standort entfernt. Zum einen ist die Spracherkennung natürlich auf dem besten Level und einem wird direkt angezeigt, wie oft man auf der Route laden muss, mit wie viel Prozent man bei der jeweiligen Ladestation ankommt. Hier zum Beispiel mit 5 Ladestops und einer Ladedauer von 2 Stunden 55. Man kann jetzt auch zum Beispiel deaktivieren, wenn man selbst entscheiden möchte, wo man laden will. Und wie gesagt, es werden auch berücksichtigt, welche Einstellungen ihr vorher getätigt habt, wo ihr dann gerne laden würdet. So, dann drehen wir direkt mal eine Runde mit dem R5. Dafür muss man den Schalthebel hier an der Seite einmal runterdrücken, um in den DV-Modus zu kommen. Und wir können uns auch direkt einmal den Wendekreis anschauen, denn dieser liegt bei 10,3 Metern, was wirklich richtig gut ist für das Fahrzeug hier. Und die Piepser spinnen hier ein bisschen wegen den roten Kennzeichen, da braucht ihr euch nicht wundern. Aber auf jeden Fall der Wendekreis wirklich auf einem Top-Niveau hier. Also ich habe hier jetzt auch die Elektrikanzeige oder die Energieanzeige hier aktiviert, womit man jetzt sieht, wenn ich zum Beispiel aufs Gas drücke, dass hier der Frontantrieb aktiviert wird und wenn ich vom Gas gehe, eben genau wieder andersrum, die Batterie wird geladen. Das Ganze
passiert noch extremer, wenn ich hier in den B-Fahrmodus wechsle. Dafür muss man einfach den Schalthebel noch einmal runterdrücken, wenn man sich schon in D befindet. Und wenn ich jetzt vom Gas gehe, bremst das Fahrzeug noch viel stärker ab, wodurch auch vor allem in der Stadt es ziemlich entspannt ist zu fahren. Denn man muss einfach die Bremse nicht so oft betätigen, kann einfach, wenn man sieht, dass man sich eine Ampel nähert, vom Gas geben und gewinnt dabei auch noch ordentlich Energie zurück, wodurch man natürlich wieder mehr Reichweite sammeln kann. So, und hier vorne komme ich jetzt gerade nicht durch, aber das ist eine gute Gelegenheit, um die Rückfahrkamera einmal zu zeigen. Diese ist jetzt, muss man sagen, nicht sonderlich scharf, aber zumindest flüssig. Auch hier den Lenkradius sieht man und ich würde sagen, tut ihren Job. Piepser haben wir natürlich auch. Man muss sagen, der 5 fährt sich wirklich richtig gut. Es macht echt Spaß damit, durch die Stadt zu düsen und auch über die eine oder andere Landstraße ist kein Problem, denn wie man es von einem E-Auto kennt, die Beschleunigung ist ziemlich gut. Wir haben von 0 auf 100 erreichen wir in 8 Sekunden mit dem 150 PS Motor hier, was auf jeden Fall ein guter Wert ist, vor allem für so ein kleines Stadtauto. Macht auf jeden Fall ordentlich Laune, damit hier rumzufahren. Das kann ich euch gerade auch einmal zeigen, wie sich die Beschleunigung hier so verhält. Ich bin jetzt auch gerade im Sportmodus, dadurch ist sie natürlich noch mal ein bisschen stärker, aber wir kommen auf jeden Fall super schnell vom Fleck. Und auf der Landstraße zeige ich euch das auch noch mal gleich, wie er sich da auf die 100 annähert. So, jetzt sind wir auf einer einigermaßen ruhigen Landstraße, da kann ich einmal langsamer werden und dann schauen wir mal, wie er so beschleunigt hier. Dafür gerade einmal den Tacho filmen und es drückt einen schon ordentlich in den Sitz, natürlich hier auch im Sportmodus. Ja. Da kann man auf jeden Fall nicht meckern, es macht wirklich Spaß damit zu fahren und natürlich kann man noch ein bisschen gemütlicher fahren, da kann man hier in den Multisense-Modus direkt während der Fahrt auch zum Beispiel auf Komfort schalten. Dadurch ändert sich so ein bisschen das Ansprechverhalten vom Gas und natürlich auch dadurch der Verbrauch wird ein bisschen niedriger. Ja, wenn ihr den R5 auch mal Probe fahren wollt, wir haben ihn jetzt hier in Aachen einmal und auch in Freiburg. Das heißt, ihr könnt gerne mal bei uns vorbeischauen, einen Termin machen für eine Probefahrt und euch selbst überzeugen vom R5. Nicht nur vom Design, sondern natürlich auch vom Fahrstil, denn ich kann euch versprechen, das macht ordentlich viel Spaß, mir mit dem rumzufahren. Und wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt, könnt ihr gerne hier unseren YouTube-Kanal abonnieren und auch mal auf unserer Webseite vorbeischauen, denn da haben wir alle Angebote zu dem R5, die ihr euch da genauer anschauen könnt, die ganzen Konditionen und natürlich konfigurieren könnt ihr ihn auch direkt über uns. Und ich würde sagen, ich drehe noch hier ein paar Runden mit dem R5, denn wie schon gesagt, Spaß bringt er auf jeden Fall mit sich und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Euer Autohaus Tabor.